Hi, ich bin Tino, dieses Mal mit dem Thema Koordinatenreferenzsysteme, kurz CRS. In diesem Video finden wir heraus, was das ist und warum es besonders bei der Verwendung von Geodaten wichtig ist. Nach einem kurzen Intro geht es dann direkt los. Suchen wir uns einen Punkt auf der Erde aus, zum Beispiel Berlin. Jetzt lässt sich die Lage auf der Erde doch ganz leicht beschreiben. Einfach Breiten- und Längengrad raussuchen. Berlin 52,5 Grad Nord, 13,4 Grad Ost. Problem gelöst, oder? Naja, ganz so einfach ist es leider nicht. Um zu verstehen warum, müssen wir zunächst über die Form der Erde nachdenken. Also, welche Form hat unsere Erde? Der erste Gedanke ist vermutlich, es ist eine Kugel. Ja, das ist zumindest fast richtig. Besser als zu behaupten, sie wäre flach. Ganz richtig ist es aber noch nicht. Eine Kugel ist perfekt rund, die Erde ist das nicht. Durch die Eigenrotation der Erde ist sie an den Polen etwas abgeplattet. So langsam kommen wir der realen Erde schon näher, aber die Erde ist auch kein perfekter Ellipsoid. Sie ist leider eher geformt wie eine Kartoffel. Nicht genau wie diese hier, aber die Erde hat nun mal in Wirklichkeit viele Unebenheiten, Beulen und Dellen. Die Erde ist demnach kein Körper, der einfach mit einer mathematischen Formel beschrieben werden kann. Tja, was macht man denn nun? Einfach ein paar Breiten- und Längengrade um die Kartoffel legen? Das wird nicht funktionieren. Also machen wir etwas ganz Verrücktes. Wir ignorieren diese Kartoffelform und tun so, als wäre die Erde ein Ellipsoid. Passt schon, oder? Ist das nah genug dran? Das Problem ist, nein, es ist nicht nah genug dran. An manchen Stellen schon, aber an anderen wiederum nicht. Daher gab es über die Zeit viele Ideen, welcher Ellipsoid am besten passt und wo dieser in Bezug zur echten Erde liegen sollte. Also selbst wenn man sich auf einen Ellipsoiden einigen könnte, dann ist die Frage, wo platziert man ihn, direkt das nächste Problem. Verschieben wir ihn hierhin, damit er für Europa am besten passt, oder hierhin, dann passt er am besten zu Nordamerika oder doch eine ganz andere Lage? Jeder möchte den Ellipsoid am liebsten da haben, wo es für ihn am besten passt. Jetzt können wir auch schon erahnen, warum es nicht ausreicht, Berlin mit 52,5 Grad Nord und 13,4 Grad Ost anzugeben. Wenn die Größe und die Lage des Ellipsoids nicht einheitlich sind, dann kann ein und derselbe Ort in verschiedenen Koordinatenreferenzsystemen unterschiedliche Koordinaten haben. Aber machen wir erstmal noch ein bisschen mehr Theorie. Wenn wir also von der Lage des Ellipsoids sprechen, dann reden wir immer vom sogenannten Datum. Fassen wir das Ganze mal kurz zusammen. Für ein CRS, also ein Koordinatenreferenzsystem, benötigen wir ein Ellipsoid und ein Datum. Der Ellipsoid ist die Form unserer fiktiven Erde, definiert durch die große Halbachse und die Abplattung. Gängige Beispiele hierfür sind das GRS 80, das WGS 84 und das Bessel- und Krasowski-Ellipsoid. Das Datum ist dann die Positionierung des Ellipsoids in Relation zur echten Erde. Um das Datum genauer zu beschreiben, führen wir jetzt zwei neue Begriffe ein. TRS, Terrestrial Reference System, also ein Bezugs- oder Referenzsystem, und TRF, Terrestrial Reference Frame, der Bezugs- oder Referenzrahmen. TRS ist ein theoretisches, mit der Erdrotation mitbewegendes Raumbezugssystem. Es beinhaltet unter anderem Festlegungen zur Lagerung und der Orientierung des Koordinatensystems. Ja, das klingt jetzt schon wieder sehr theoretisch. Hier kommen wieder schnell ein paar Bilder. Also, das ist unsere fiktive Erde, ein Ellipsoid. Könnte man hier jetzt eine bestimmte Position auf dem Ellipsoid beschreiben? Die Antwort ist nein, denn wir haben gar nicht festgelegt, wie Positionen angegeben werden können und worauf sie sich beziehen. Wir müssen ein TRS definieren. Dazu nehme man ein dreidimensionales Koordinatensystem mit den Achsen x, y, z, platziere es geozentrisch, also im Mittelpunkt des Ellipsoids, den wir verwenden möchten, zum Beispiel der GRS80 Ellipsoid, und nun wird die Ausrichtung der Achsen definiert.
Die Z-Achse soll der Erdrotationsachse entsprechen, geht also hier durch den geografischen Nordpol. Die X-Achse ist die Schnittgerade aus einem definierten Nullmeridian und der Äquatorebene. Und die Y-Achse liegt ebenfalls in der Äquatorebene und rechtwinklig zur X-Achse. Das TRS ist definiert, check. Ob die Koordinaten nun mit Breite und Länge oder XYZ oder in anderer Weise angegeben werden, klären wir an späterer Stelle. Im Moment befinden wir uns gerade hier. Nun zum TRF, was letztendlich dem geodätischen Datum entspricht. Der Referenzrahmen ist die Realisierung des Referenzsystems durch Zuordnung von Koordinaten zu vermarkten Punkten. Es werden also geodätische Messungen auf den physisch auf der Erdoberfläche vermarkten Festpunkten durchgeführt. Die Messungen können global oder auch nur in einem kleinen Bereich, zum Beispiel innerhalb eines Landes, stattfinden. Schauen wir uns mal an, wie das Datum von globalen Referenzsystemen wie zum Beispiel dem ITRS, dem International Terrestrial Reference System, realisiert werden kann. Zur Bestimmung dieser TRF werden 4 geodätische Messtechniken verwendet, die sich teilweise gegenseitig validieren. GNSS, Global Navigation Satellite Systems, also die gute alte Satellitenpositionierung mit GPS. Ja, fast. Hinzu kommen das russische GLONASS, das europäische Galileo, das chinesische Beidou. Das sind zumindest die 4 gängigsten Satellitensysteme. Die anderen 3 Messtechniken sind VLBI, Very Long Baseline Interferometry, SLR, Satellite Laser Ranging und die letzte Messtechnik DORIS, Doppler Orbitography and Radio Positioning Integrated by Satellite. Kommen wir jetzt zu den Koordinatensystemen. Wie wollen wir eine Position auf der Erde angeben? Nutzen wir unser geozentrisches dreidimensionales Koordinatensystem und geben die Position mit XYZ in Meter an? Das kann je nach Anwendungsfall sinnvoll sein. Aber mal ehrlich, mit welchen Angaben könnt ihr auf den ersten Blick eher etwas anfangen? Mit den geozentrischen Koordinaten oder doch eher mit den geografischen? Es geht also darum, für den eigenen Nutzen das optimale Koordinatensystem zu wählen. Kommen wir jetzt zu den projizierten Koordinatensystemen. Bisher haben wir von geografischen Koordinaten gesprochen, also Längen- und Breitengraden, die sich auf einen Ellipsoid beziehen. Diese Angaben funktionieren super, wenn man die Punkte auf der Oberfläche der Erde beschreiben möchte. Aber was ist, wenn wir diese Punkte auf einer flachen Karte darstellen wollen? Tja, da müssen wir die gekrümmte Oberfläche der Erde in die Ebene projizieren. Und genau das machen projizierte Koordinatensysteme. Dabei wird die dreidimensionale ellipsoide Erde mit Hilfe einer sogenannten Kartenprojektion auf eine zweidimensionale Fläche gebracht. Und wie man sich denken kann, ist das nicht verlustfrei. Es gibt unendlich viele Arten, wie man so eine Projektion gestalten kann. Je nachdem, ob man Distanzen, Winkel oder Flächen möglichst korrekt abbilden möchte, muss man einen Kompromiss eingehen. Ein paar Beispiele. Die Mercator-Projektion ist sehr gut für die Navigation, weil sie die Winkel erhält, aber dafür Flächen stark verzerrt. Grönland lässt grüßen. UTM. Die Erde wird hier in Zonen aufgeteilt, jede mit ihrer eigenen Projektion. So bleiben Verzerrungen in einem akzeptablen Rahmen. Oder auch eine Kegelprojektion. Nun habe ich wieder viele Begriffe in den Raum geworfen. Das Gute ist aber, wer mehr über die Mercator-Projektion wissen möchte, der schaut sich dieses Video an. Wer mehr über die projizierten kartesischen Koordinatensysteme UTM oder Gauss-Krüger erfahren möchte, der kann sich diese beiden Videos anschauen. Ja, aber jetzt kommen wir langsam zum Ende des Videos. Wir haben gelernt, dass man neben den reinen Koordinaten viel mehr Informationen benötigt, um eine Position auf der Erde eindeutig zu beschreiben. Wir brauchen ein Bezugssystem und einen Ellipsoiden. Das geodätische Datum verrät uns, wo sich der Ellipsoid in Bezug zur realen Erde befindet. Da muss auch noch ein Koordinatensystem definiert werden. Mann, das sind ganz schön viele Informationen. Wer will sich denn das alles merken? Kann man das nicht einfach als ein Koordinatenreferenzsystem zusammenfassen und dem Ganzen eine Nummer geben? Ja,
Das kann man und das hat man auch getan. Und genau hier kommt der nächste Begriff ins Spiel, der EPSG-Code. EPSG steht für European Petroleum Survey Group. Die EPSG hat ein riesiges Verzeichnis erstellt, in dem jeder Kombination aus Koordinatensystem, Projektion, Ellipsoid und Datum eine eindeutige Nummer zugewiesen wird. So ein EPSG-Code sieht zum Beispiel so aus: 4326, das ist der Klassiker schlechthin, WGS 84, geografische Koordinaten in Grad, wird von GPS genutzt und ist der Standard in den meisten Webkarten. Oder auch in Deutschland 25832, UTM-Zone 32 für Deutschland im ETS 89, ein häufig genutztes projiziertes Koordinatensystem in der amtlichen Kartografie. Wenn du also mit Geodaten arbeitest und sicherstellen möchtest, dass deine Datensätze korrekt zusammenpassen, solltest du dir immer den EPSG-Code anschauen. Er sagt dir sofort, welcher Ellipsoid, welches Datum, welche Projektion und in welchen Einheiten. Merke, zwei Datensätze mit unterschiedlichen EPSG-Codes können geografisch komplett auseinander liegen, selbst wenn sie auf den ersten Blick gleich aussehen. Deshalb immer auf den EPSG-Code achten. Das war es mit diesem Video. Wenn es euch weitergeholfen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt und nichts verpassen wollt, dann könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.